wie man eine Pfanne macht. Ja, es sind natürlich viele Schritte. Man nimmt ein Stück Blech, man nimmt ein passendes Werkzeug, man geht mit großer Kraft auf das Blech los, zieht das Blech um das Werkzeug rum und vom Prinzip ist der Topf fertig. Die eins ausführlicher Variante. Jede Pfanne startet so oder als Keul oder als große Blechtafel, auf jeden Fall immer als flaches Blech. Dann wird es zugeschnitten. Einfach Streifen reinführen, Tafel. Und dann einfach schneiden. Jetzt müssen wir das Tier wieder wegstellen, versorgen, Material und einfach Quadrat schneiden. Wir sind eine Pfannenmanufaktur. Das sieht man sicher auch, wenn man durchläuft. Es ist nicht eine Strasse, wo du irgendwo das flache Blech rein und am Schluss kommt die fertige Pfanne raus. Das finde ich eben eigentlich schon auch noch schön. Also das Handwerk, das da dahinter steht. Das ist die Tafelschere, wenn wir ein großes Tafelformat haben. Und als Quadrat können wir auf die Rundschere gehen und machen dann aus dem viereckigen Blech ein rundes Blech. In der Schweiz ist unser Bekanntheitsgrad auf dem Haushaltssektor nicht so gross wie in der Gastronomie. Wir haben auch viel weniger Werbung gemacht als andere. Wir haben das Geld auch wieder lieber in neue Maschinen investiert. Und ja, das ist unser Ding, oder? Jetzt haben wir hier oben unsere Tiefziehpressen, auf denen wir die Umformung machen, wo aus dem flachen Blech der Pfannenkörper entsteht. Und mit dem, dass du genau zentrieren, wenn du das nicht genau zentrierst, zieh jetzt der auf Seite. Dann ist der Stempel gibt uns die Form vor von der Pfanne, wo wir hin möchten. Und dann wirklich mit grober Gewalt über den Stempel rüberziehen. Das Material hat gewisse Eigenschaften, physikalische Grenzen, die wir natürlich einhalten müssen bzw. ausreizen können. Das ist etwas, was du eigentlich nicht lernen kannst. Das ist eine reine Erfahrungssache. Tiefziehen kann man nicht trocken, das muss man einfetten oder einölen, je nachdem. Es gibt Pfannen, die ein größeres Volumen haben sollten beim kleineren Durchmesser. Das heißt, wir müssen höher ziehen, was physikalisch in einem Zug nicht möglich ist, weil sonst das Material wirklich reißen würde. Und dann kann man die Pfannen im zweiten Arbeitsgang nochmal nachverformen. Das Material wird gestülpt, wie wir es von zu Hause kennen beim Zusammenlegen einer Socke. Das, was jetzt außen ist, wird nach dem Stülpen innen sein, das Material. Das Kreuz, was ich eben außen markiert habe, ist jetzt innen drin. Das ist Materialbearbeitung, die man sich eigentlich nicht vorstellen kann. Ich mache das jetzt auch schon seit über 20 Jahren. Ich habe jeden Tag noch Freude dran. Wenn es läuft, dann sieht es relativ einfach aus, aber bis es läuft, gerade bei neuen Produkten, da braucht man manchmal schon noch ein bisschen Geduld. Und man sagt, ja, wenn man ein neues Werkzeug macht, wie macht man das Werkzeug, wie viel Spiel gibt man im Werkzeug für das Material, wie kommt es raus, wie viel Druck darf ich geben.
Du hast ja gesehen beim Tiefziehen, du hast ja den Blechhalter, du hast den Stempel, du hast den Zierring und beim Blechhalter darfst du so viel Druck geben, dass du keine Wellen bekommst und das Material trotzdem klemmt und trotzdem laufen. Er hat das Tiefziehen im Blut und du musst dir einen zweiten suchen, der die Erfahrung im Tiefziehen hat. Das gibt's heute eigentlich kaum noch. Der Gerald hat natürlich am Anfang auch das Übergewändchen anlegen. Er hat gesagt, du machst jede Maschine her, du machst jede Arbeit, dass du weißt, wie das funktioniert, dass du kannst sagen, wie das geht. Dass du auch den Leuten kannst erklären, wieso ist es so und so. Also von Metall hat er eine Ahnung. Ja, man hat sich über viele Jahre beweisen müssen, dass man inzwischen auch was kann. Das gehört dazu. Da gibt es natürlich viele Schritte noch nachher weiter. Sei es je nach Pfanne, dass du einen Rand musst beschneiden oder einen Rand stanzen. Dann wird das einmal gereinigt, das Ganze. Dann können wir zum Löten gehen und dafür dürfen wir ja kein Fett mehr drauf haben. Wir haben dann Kompensboden, sprich das heisst Aluminiumboden mit einer magnetischen Chromstahlscheibe, die miteinander Topf und Aluminium Chromstahl verlötet wird. Das ist das gleiche Prinzip, wie man die Hause hat von einem Induktionsherd auch. Einfach ein bisschen massiv mehr Power. Und wenn er fertig ist mit Heizen, kann ich nicht gerade runterfahren, weil dann ist der Boden noch flüssig. Dann müssen wir ihn gerade ablupfen. Dann tut er noch 35 Sekunden nachpressen, bis das Aluminium abgekühlt hat, dass es wieder fest ist. Ab da ist die Pfanne eigentlich vom Prinzip fertig. Und dann ist für viele Leute wirklich nicht klar, wie viele Arbeitsschritte hinterher dranhängen, um die Pfanne verkaufsfertig zu machen, dass sie einfach schön aussieht. Bis man Maschinen laufen lassen, bis dass man sieht, hier schön kommt. Dann nachher wird mit dem Klinge, mit Messer, dann putzen die Seite. Wenn schon, dann ist gut. Wenn Messer viel tief, dann ist kaputt. Beim jedem Topf muss man kontrollieren ihn. Beim jedem. Da kommt zurück, ja. Auch im Pfannenbereich. Das sind viele, die wieder auf Qualität schauen. Da sehen wir vor allem an kleinen Messer, wo man direkten Kontakt hat zum Endverbraucher. Oder auch im Industriebereich sieht man das wieder Sachen, die im Ausland gemacht wurden, sind in Billigländer, dass die plötzlich wieder zurückkommen. Und die Phase braucht man, damit sich der Radius schön umlegt in eine Richtung. Alles, was wir im Programm zum Verkaufen haben, wir haben immer da gemacht. Dass wir nach wie vor auch in der heutigen Zeit, wo es so schwierig ist, den Produktionsstandort Schweiz aufrechtzuerhalten, dass wir das immer noch machen, auch wenn es eine rechte Herausforderung ist. Aber das finde ich sehr schön. Danach gehen wir dann nach hinten. Jetzt kommt Schleifen, Polieren. Also hier wird die grobe Vorarbeit gemacht, das Außenfinish für den ersten Arbeitsschritt und das Bodenschleifen. Produktionsspuren werden hier beseitigt. Wir arbeiten hier wirklich vom groben zum ganz feinen Finish, damit wir hinterher eine schöne glänzende Pfanne bekommen. Danach gehen wir zum ähnlichen Rundtisch, der einfach umgedreht ist, passend für die Innenbearbeitung von den Pfannen, dass die Pfanne auch von innen schön aussieht.
Hier schleifen wir den Rand vor und das Finish machen wir auf Station 4. Das ist der Feinschliff, genau. Hier waschen wir den Topf, damit der Schleifstaub rausgeht. Und so erkennen wir auch, ob irgendwo was unschön ist. Jeder Mitarbeiter weiß, dass er den Arbeitsschritt, den er macht, dass er den regelmäßig kontrollieren muss, dass wir, wenn wir sehen, dass was nicht hundertprozentig optimal läuft, dass man da gleich eingreift, dass man Werkzeuge wieder ein bisschen einreguliert. Ob keine Orangenhaut mehr am Material ist, aber der ist gut. Nach dem Löten, der Boden sieht richtig konisch aus nach außen. Wir müssen nach innen drücken, so 8 Zehntel tief. Und dann machen wir so. Das haben wir jetzt gerade gedrückt und der ist stabil. Und jetzt die nicht gedrückt ist, siehst du, wie der wackelt. Wenn eine Pfanne nicht gedrückt ist, wird nachher nur da in der Mitte geheizt. Dort nicht den ganzen Boden verteilen. Wir machen nicht nur die Pfanne selber machen, sondern auch Beschläge. Also Beschläge sind Stiel, Griff, das kann ein Deckelbügel, ein Deckelknopf sein. Es sind viele kleine Komponenten, die da zusammenkommen, wo man auch einkaufen könnte. Ich meine, es gibt ja Firmen, die handeln mit Beschlägen, also wir könnten auch irgendetwas Handelsübliches einkaufen. Aber wir verleihen doch eine gewisse Persönlichkeit an unserem Produkt verleihen, zum Beispiel den Doppelrohrstiel. Genau, dieser Doppelrohrstiel, den wir da haben, ist von unserem Großvater noch entwickelt worden, dass er wirklich sehr gut in der Hand liegt. Es sind sehr viele Schritte und wir sind ein kleines Team, wir sind 12 Leute, also mit uns im Büro, mit dem Papi, mit meinem Mann und mit mir. Das ist nicht gross, also sind manchmal die Leute auch ein bisschen erstaunt, was wir da an einer Fülle von Produkten machen in so einem kleinen Team. Es ist halt schon familiär. Ja, aber es ist schön, ich meine, wir kennen jeden persönlich, wir wissen auch, wo vielleicht einem gerade der Schuh drückt einmal, oder ja. Ihre Ausgleichheit mit den Kunden, vor allem im Pfannenbereich, wird sie ganz anders kommunizieren wie ich. Manchmal hätte ich nicht so viel Geduld wie sie. Sie ist auch die bessere Verkäuferin wie ich. Das Tüfteln allein bringt es nicht. Du musst noch jemanden haben, der es an die Leute bringt. Oder? Die lange da sind, kennen den natürlich und kennen sicherlich auch mal einen faulen Spruch oder so. Ja, das ist halt sein norddeutscher Humor, klar. Sie haben sich daran gewöhnt. Dann könnten wir eigentlich zum Gurt gehen, zum Anbringen der Griffe an die Pfannen oder die Stiele. Wenn es gut schweißt, zum Beispiel, dann stimmt der Druck. Der Strom, da gibt es eigentlich nur ein kurzes, ganz feines Aufleuchten und fertig. Wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, dann hat man das einfach im Gefühl. Und eben nach dem Schweissen kann man es testen, und wenn es nicht knistert und nichts, dann kann man sicher sein, dann hebt er. Und hinterher natürlich wieder polieren, dass er schön glänzt. Wir sind ja sehr hochpreisig und da kann aber auch der Kunde von uns erwarten, dass er etwas überkommt, das auch dem Preis entspricht. Dass er dickeres Material hat, dass die Verarbeitung schöner ist, dass die Schweißnähte sauber geschliffen sind.
Wir haben unser Blech aus Finnland, komplett aus Recyclingmaterial hergestellt. Es kann ein Auto gewesen sein, es kann eine Blechbüchse gewesen sein, irgendwas, was wieder eingeschmolzen wird, zusätzlich veredelt wird, damit es ein Edelstahl wird. Und dann können wir aus dem, was auch immer es war, wieder eine schöne Pfanne machen. Es wird jede einzelne praktisch alles von Hand gemacht, man sieht es ja gerade. Man merkt es auch am Gewicht an, dass wenn du jetzt irgendwo so eine billige Pfanne kaufst und so, oder jetzt die hebst. Also unser Ziel ist schon, langlebige Sachen herzustellen, nicht Sachen, die nach 5, 6 Jahren schon verschlissen sind, oder? Du kannst eine Pfanne kaufen, das ist lebenslang. Echt. Wir haben auch Kunden, die zu uns kommen und sagen, ja, ich habe die Pfanne von meinem Großmami übernommen und die hat sie vor 60 Jahren bekommen, als sie geheiratet hat. Das ist auch immer schön, wenn man solche Geschichten hört. Wir haben die Waschmaschine, wo wirklich ganz stark entfettet wird, damit wir hinterher eine saubere Pfanne haben. Technisch notwendig ist es nicht, aber wir haben alle gerne was Schönes in der Hand. Es sind ja, Schmuckstücke in der Küche. Wir machen auch Reparaturen, so Pfannen, Bratpfannen und alles. Das ist bis nicht mehr geht. Ob jetzt da mal ein Boden abgeht, weil er abgebrannt ist, gibt es manchmal auch, dass die Leute die Pfannen auf dem Feuer vergessen. Oder eben, weil sie als Hammer benutzen, einen Stiel abbricht, kannst du ihn bringen, dann können sie flicken. Kannst sie wieder haben. Das ist wie die Taschenlampe. Wenn die Batterie leer ist, werfen wir die Taschenlampe ja auch nicht weg, kaufen eine neue. Wir ersetzen ja auch nur die Batterie. Damit wir wissen, welche Pfanne wir produziert haben, wann wir sie produziert haben, haben wir dann noch unseren Beschriftungslaser, wo die Pfannenkörper auf dem Boden markiert werden. Danach haben wir dann als allerletzte Schritte noch das Verpacken und das Etikettieren. Also der Kunde kann von uns erwarten, dass er etwas Perfektes bekommt. Und das ist auch der Anspruch, den ich weitergegeben habe an Nina und an Gerald, oder? Man sieht das, was passiert mit dem Material. Wir sehen das tolle Endergebnis. Das ist das, was wir gerne machen. Nicht jeder hat die gleichen Präferenzen, oder? Aber es wäre schön, wenn natürlich mehr Leute das entdecken und vielleicht die Freude, die wir haben an unseren Produkten haben bekommen.